Heute werde ich euch mal zeigen, wie man ganz schnell und einfach selber einen Kranz aus Draht erstellen kann. Ja, und ich verwende jetzt gleich diesen Schmuckdraht. Alternativ zu dem Schmuckdraht könnt ihr aber auch genauso gut einen dickeren Bindedraht verwenden. Ja, und im Anschluss wird dann mein Kranz auch noch sommerlich dekoriert werden. Ich hatte mir jetzt vorab auch mal Gedanken gemacht, wie groß mein Kranz letzten Endes auch mal werden soll. Ja, und der Schmuckdraht wird jetzt hier mal zunächst um diesen Blumentopf drumherum gewickelt werden. In meinem Fall hat der Blumentopf jetzt in etwa einen Durchmesser von 15 Zentimetern. So, ich verwurste das jetzt hier mal eben an dem Topf. Da jetzt so einen kleinen Knoten reingemacht und wickel jetzt ganz viel Bindedraht um diesen Topf drumherum, beziehungsweise Schmuckdraht. Ich sage immer ganz gerne Bindedraht. Da braucht man jetzt auch eine ganz ordentliche Masse oder halt Menge an Schmuckdraht. So lange machen, bis ihr das Gefühl habt, in eurem Fall reicht das dann nachher mit der Dichte des Kranzes. Aber es wird jetzt hier auch eine Weile dauern, bis ich halt ausreichend Draht an diesem Blumentopf drumherum gewickelt habe. Den Schmuckdraht schneide ich nun ab und befestige ihn an den bereits dran gewickelten Draht, damit er halt nachher nicht auch die ganze Zeit so auseinander fliegt, sage ich jetzt einfach mal. Müsst aber jetzt hier echt nur so locker flockig dran befestigen. So, der kann hier eigentlich beiseite. Wickelt er sich von alleine ab? Nee. Stellen wir mal eben rüber. Jetzt nehmen wir das hier mal vorsichtig runter. Oder auch nicht. Ja, das dauert immer einen Moment. Ich habe es jetzt auch relativ stramm da drumherum gewickelt, damit es halt nicht die ganze Zeit so blöde auseinander fliegt. Einfach hier mit Ruhe und Geduld mal abnehmen. Ah, jetzt geht es ja ganz gut. Ich halte das jetzt hier auch schon mal alles beisammen. Und jetzt forme ich mir mal einen Kranz daraus. Das wird jetzt alles so miteinander, ich sag mal, verwurstelt werden. Einfach so ausformen, wie ihr das halt für, ja, schön empfindet, richtig haltet. So richtig schön zerknuddeln. Aber immer noch darauf achten, dass das Ganze noch eine Kranzform ergibt. Meinen Drahtkranz habe ich mir nun soweit ausgeformt. Ja, und ich habe den Draht wirklich die ganze Zeit einfach immer so miteinander, ich sag mal, verwurstelt. Das Ganze hat jetzt so in etwa, ich sag mal, 10 Minuten gedauert. Ja, und dann mache ich mir jetzt mal Gedanken, wie ich den weiter dekorieren möchte. Ich werde meinen Drahtkranz mit Lavendelblüten, Schilfwedeln, wilder Kade und nicht zu vergessen mit Schleierkraut dekorieren. Das Schleierkraut muss jetzt natürlich noch zurechtgeschnitten werden und alle Materialien werden ganz einfach in dieses Drahtgeflecht gleich hineingesteckt werden. Ich hatte mir jetzt auch schon mal vorab ein passendes Glas dazu ausgesucht. Kann man hier jetzt schon mit platzieren, wenn man möchte, aber ich werde das jetzt erst einmal noch weglassen. Und wie gesagt, das wird jetzt hier alles einfach nur in dieses Drahtgeflecht eingesteckt werden, beziehungsweise eingearbeitet werden. Das kann man hier auch immer noch so miteinander, ja, ich sage jetzt einfach mal wieder verwursteln. Und das sind jetzt auch alles Materialien, die dürfen ruhig im Laufe der Zeit nach und nach auch eintrocknen. Die sehen dann meiner Meinung nach auch immer noch richtig, hübsch aus. Diese Schilfwedel, die sind jetzt im Übrigen auch schon, ja, ich glaube 2 Jahre müssten sie mittlerweile alt sein. Aber ich denke, ich werde mal als erstes vielleicht hier doch diese Schilfwedel oder Schilfpuschel einarbeiten. Und dann werde ich so nach Gefühl die anderen Materialien hinzu einarbeiten. Ja, am besten ist es, glaube ich, erstmal den Schilf einzuarbeiten und dann halt Step by Step die anderen Materialien.
Mit der Dekoration meines Kranzes bin ich nun soweit fertig. Ja, und meiner wird jetzt noch auf dieser Baumscheibe platziert werden. Fehlt jetzt nur noch mein Glas und ein Teelicht. So, komm mal her. Wo ist mein Feuer? Da. Aber ich denke, das Ganze ist auch echt niedlich geworden. Ja, und so kann hier auch nichts passieren, ne, dass das hier irgendwie, ich sag mal, im schlimmsten Fall anbrennen kann. Ja, und im Laufe der Zeit könnt ihr das ja immer wieder abdekorieren. Schleierkraut, Lavendel, wilde Kade würde ich aber alles mal beiseite legen, weil, wie bereits erwähnt, glaube ich zumindest, das wird alles im Laufe der Zeit eintrocknen und die wilde Kade, auch den Lavendel und auch das Schleierkraut kann man wirklich noch nutzen für zum Beispiel, sagen wir mal, eine, Trockenblumendeko oder für Weihnachtsdeko. Hier gerade die wilde Kade, die könnte man beispielsweise dann, ja, ich sag mal, ansprühen und dann auch für Adventskränze verwenden. Ja. Ach, mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen. Wenn ihr die wilde Kade auch einarbeiten solltet, dann seid ein wenig vorsichtig, weil die sticht leider auch ein wenig. Ja, und ansonsten findet ihr auch alle benötigten Materialien auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.